Die Rente ist sicher. Oder doch nicht? Nein, mit Sicherheit nicht. Absolut nicht, nein. Also ich glaube, dass ich keine Rente mehr bekommen werde. Nein, nein, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass mir das, was ich bekommen werde, ausreichen wird. Ich versuche optimistisch zu bleiben, aber ich denke jetzt eigentlich nicht. Wenn alles bleibt, wie es ist die Rente nicht sicher. Das sagen vor allem Sie, die Wirtschaftsweisen. Das Problem ist, dass jetzt sehr bald die Babyboomer-Generation in Rente geht. Und damit sehr viele Menschen in Rente gehen, Menschen, die nicht genug Kinder bekommen haben, die Beiträge zahlen, um die aktuellen Rentner dann zu unterstützen. Wir haben ein großes Problem mit der Alterung unserer Bevölkerung, aber wenn wir da jetzt mutig vorangehen, 10, 15 Jahre, dann befinden wir uns wieder in ruhigem Fahrwasser. Max exklusiv beim Sachverständigenrat Wirtschaft im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Wir stellen die heutigen Reformvorschläge zur Rente vor. Professor Martin Werding ist einer der 5 Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen beraten. Als Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen sieht er dringenden Reformbedarf bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir müssen die Regelaltersgrenze weiter heraufsetzen. Das hört niemand gern, aber das passt zur steigenden Lebenserwartung. Und wir brauchen ergänzende Kapitaldeckung, weil das ein Ausgleich ist für die gesunkenen Geburtenzahlen. Wer in Deutschland eine Altersrente bezieht, erhält nach mindestens 45 Versicherungsjahren im Durchschnitt eine monatliche Rente von 1.543 €. Was sich vielleicht erst einmal nach einem guten System anhört, steht auf wackeligen Beinen. Das Rentensystem funktioniert so, dass die aktuellen Rentner von den aktuellen Arbeitenden finanziert werden. Kamen 1992 für jeden Rentner noch knapp 3 Beitragszahler auf, sind es heute nur rund 2 Beitragszahler pro Rentner. Zusätzlich müssen schon heute viele Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt verwendet werden, um die Rente zu sichern. Wir leben ja alle immer länger, ne? Ich bin auf dem Weg zum Arzt. Und damit ist die Zahlung länger und das kann nicht aufgehen, nicht? Irgendwann kollabiert das. Dann werden Leute wie ich irgendwann mal darunter leiden. Von daher blicke ich eher skeptisch in die Zukunft und habe ein bisschen Angst. Ich glaube, die Arbeitsmoral hat sich ein bisschen geändert. Dann gibt es natürlich auch nicht so viele junge Leute, die da irgendwie nachkommen. Der Sachverständigenrat Wirtschaft weiß um die berechtigten Sorgen der Menschen. Daher empfiehlt die Experten, neben dem etablierten Umlageverfahren eine Komponente einer kapitalgedeckten Altersvorsorge hinzuzufügen, die aber nicht wie im Fall der oftmals unrentablen Riester-Verträge in privatwirtschaftlicher, sondern in staatlicher Hand liegt. Laut Professor Werding liegen die Vorteile einer solchen staatlichen Anlageform auf der Hand. Die Riester-Rente zum Beispiel ist eine Fehlkonstruktion, aus der man viel lernen kann. Ja, wir brauchen andere Anlageformen, viel mehr Aktien. Wir brauchen keine Garantien. Ein gutes Aktienportfolio ist relativ sicher. So auf den Rentenzugang zu muss man ein bisschen aufpassen. Und wir brauchen mehr Wettbewerb in dem Markt, damit wir niedrigere Kosten haben. Und schwierige Idee, wir meinen, dass man den am besten erzeugen kann, wenn der Staat einen öffentlich verwalteten Fonds anbietet, in Konkurrenz zu privaten Anbietern. Tatsächlich ist es so, dass bei weltweiten Investitionen in Aktien, die sehr langfristig ausgelegt sind, das Verlustrisiko nur äußerst gering ist. Solche staatlichen Aktienfonds haben sich in anderen Ländern über die letzten Jahrzehnte auch schon erfolgreich bewährt. Wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung wird dabei jedoch sein, dass die Teilnahme an dieser Form der Altersvorsorge freiwillig ist. Grundsätzlich glaube ich ja, wenn es stark reguliert und drüber gewacht werden würde, weil ich glaube, sonst gibt es einfach die Möglichkeit auch, dass die Profite ausgenutzt werden und nur gewisse Teile ausgezahlt werden. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie wichtig, dass man selber entscheiden kann, wo da irgendwie die Gelder einfließen. Theoretisch ist eine gute Idee, aber vergleichen mit, was man privat machen könnte, wo mehr bei rausspringen könnte für später. Außerdem setzt der Sachverständigenrat aber auch auf eine höhere Erwerbstätigenquote und damit auf höhere Einzahlungen in das Rentensystem. Gerade für Frauen ist Altersarmut ein prekäres Thema, da sie eine höhere Lebenserwartung und somit auch eine längere Rentenbezugsdauer haben, sie aber durchschnittlich nur eine kleine Rente beziehen. So ist in Deutschland jede 5. Frau ab 65 Jahren altersarmutsgefährdet. Woran das liegt, erläutert Professor Monika Schnitzer, die seit 2022 Vorsitzende des Sachverständigenrates ist.
Viele Frauen haben deswegen eine so niedrige Rente, weil sie nur Teilzeit gearbeitet haben oder möglicherweise gar nicht, weil sie Familienpausen gemacht haben und nicht wieder richtig eingestiegen sind. Das heißt, die sind selbst sehr schlecht abgesichert. Ehe ist eben keine Versicherung fürs Alter. Das ist jedenfalls eine sehr viel schlechtere Versicherung, als wenn man selbst erwerbstätig gewesen ist. Die Anreizstrukturen, damit es sich auch für Frauen lohnt, erwerbstätig zu sein und Rentenpunkte zu sammeln, müssen mitunter grundlegend reformiert werden. Ein Punkt, den die Wirtschaftsweisen dabei anmahnen, ist die Witwenrente. Eine mögliche Reform einer Witwenrente ist, dass man sagt, nicht im Falle des Todes des Ehegatten bekommt man seinen Anspruch auf Witwenrente, sondern dass man sagt, alle Ansprüche, die man erwirbt im Rentensystem, die werden geteilt. Von daher ist man schon mal ganz anders aufgestellt, weil man tatsächlich einen Anreiz hat, für die eigene Rente was zu tun. Die gehört einem dann auch. Und gleichzeitig davon profitiert, wenn auch der Ehepartner gearbeitet hat. Dann bekommt man auch von dem die Hälfte der Rente. Das Max-Fazit: Die Rente kann nicht bleiben, wie sie ist. Das steht fest. Neue Vorschläge, sie zu retten, liegen jetzt auf dem Tisch der Bundesregierung.